Herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Update. Und heute werden wir uns um hauptsächlich zwei Dinge kümmern. Die eine Sache, ich habe es schon mal angesprochen, ist, hier oben auf der Straßenbahn liegt ein Draht, den ich von der Dicke her denke und auch von der Struktur an sich denke, dass es eine ganz gute Lösung wäre, um damit eben Oberleitungen zu machen. Das wird ein Thema heute sein. Wir werden anfangen, hier die Oberleitung auf der Straßen oder für die Straßenbahn zu bauen. Schauen wir mal, wohin das führt. Und die andere Sache, da gehen wir mal nach hinten und schauen uns das ganze Bauchaos hier an, das sich hier ergeben hat in den letzten Episoden, vor allem hier hinten am Bahnhof. Und ich habe endlich neues Beleuchtungsmaterial bekommen von meinem Beleuchtungspartner Illuminate Your Bricks. Und das werden wir unter anderem auch nutzen, um heute hier das Stückchen von dem Bahnsteig aus der letzten Episode fertig zu bauen und fertig zu beleuchten. Und dann schauen wir einfach, was sich heute noch so ergibt. Auf jeden Fall geht's gut voran in der Brickworld. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und damit starten wir nach langer Zeit endlich mal wieder mit einem Speed-Bild. Und das ist sogar ein Speed-Beleuchtungsbild sozusagen, denn ich habe hier gerade angefangen, die Beleuchtung zusammenzustecken. Deshalb seht ihr hier immer wieder mal ein bisschen was aufleuchten. Wir nutzen hier natürlich die Beleuchtungsmittel von Illuminate Your Bricks und da habe ich jetzt einfach ein paar Striplights und dazu die dazugehörigen Kabel. Das sind 15 cm Kabel. Die nächst kürzeren wären 5 cm, die sind allerdings zu kurz, deshalb sind die Kabel eigentlich ein bisschen zu lang. Da werdet ihr auch gleich sehen, dass ich ein bisschen außen rum gewickelt habe. Sieht man aber später nicht mehr. Und dann wird das Dach jetzt hier noch fertig gebaut, da ich jetzt endlich die Steine gefunden habe. Ich habe sie nicht bestellt, ich habe sie gefunden und dann ist das Dach auch gleich schon fertig. Wie ihr gerade im Speedbild gesehen habt, ist der Bahnsteig jetzt erstmal in dem Stück soweit fertig. Die Beleuchtung ist drin. Obendrauf sind auch alle Glaselemente drin. Ich habe auch jetzt eine Sache, die ich noch ändern muss. Ich hatte ja hier drüben einen Regler eingebaut, um das Licht ein bisschen zu dämmen. Ihr seht jetzt ein bisschen, dass es da drüben ein bisschen weniger hell ist als hier. Jetzt haben wir den direkten Vergleich. Könnt ihr jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das da oder das da besser gefällt. Es ist ein kleiner Unterschied, man sieht's. Ansonsten habe ich da oben noch einen Vogel draufgesetzt und noch ein bisschen darauf eingegangen, dass das Gleisbett viel zu sauber wäre. Deshalb haben wir jetzt hier ein bisschen Müll im Gleisbett liegen. Da hinten liegt auch noch ein Donut, da hinten in der Ecke. Ein paar Dosen, da noch eine Packung mit Popcorn. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen Müll, damit es noch ein bisschen realistischer aussieht. Ansonsten würde ich sagen, sind wir hier mit den Nacharbeiten für das Thema erstmal fertig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Gleich geht es mit dem nächsten Punkt hier für dieses Update weiter. Und da es heute so schön war, gibt es gleich noch ein zweites Speedbild. Und zwar könnt ihr jetzt live sozusagen miterleben mit 30-facher Geschwindigkeit, wie ich hier vorne jetzt anfange, weiter den Balken zu verkleiden. Das ist eine Sache, die mich echt total nervt, dass der da noch so zwischen den durchblickt zwischen der Oberwelt und der Unterwelt, weil es einfach noch es ist eine Lücke, die mich einfach nervt, aber es ist eine Sache, die mich auch nervt zu bauen, denn das frisst zum einen sehr, sehr viel Stein und es ist nicht sehr, sehr spannend, weil man baut im Prinzip einfach nur eine Wand aus verschiedenen Farben, versucht das Ganze aber wie irgendwie Erd- und Gesteinsschichten wirken zu lassen und man hofft zudem, dass das Ganze auch noch von oben und unten in die Höhe passt am Ende. Man wird später auch so ein bisschen sehen, dass es nicht ganz zu passen scheint. Es ist ein bisschen Spannung auf der ganzen Geschichte drauf. Man sieht immer rechts so ein bisschen, wenn der große Dark Bluish Grey Brick da ein bisschen abgeht von der oberen Kante. Irgendwas stimmt da noch nicht ganz. Da muss ich mal bei Gelegenheit schauen, wie da irgendwas nicht ganz stimmt. Ich vermute, dass unten drunter die Platte nicht ganz gerade ist, beziehungsweise der Abstand nicht ganz stimmt. Aber ihr seht auch, wie ich jetzt hier so doch ganz gut vorankomme. Es frisst natürlich viele Steine und dafür, dass es einfach nur eine Wand ist, die was verkleidet. Aber ihr werdet später sehen, es macht einen riesen Unterschied, wenn das Holz jetzt auch da vorne langsam verschwindet, weil es verbindet die beiden Welten, diesen Querschnitt perfekt meiner Meinung nach und gibt einfach noch mehr dieses Gefühl von, dass da gar kein Tisch dahinter ist und einfach eine riesige, große Lego-Welt. Das ist ja das Ziel der Brickworld, würde ich mal sagen. Eigentlich war mein nächster Plan hier mit der Oberleitung weiterzumachen, wie eben angesprochen. Ich habe auch angefangen, ihr seht, ich habe hier einen Pfosten gebaut für die Oberleitung in Grau und ich habe hier die Lampe umgebaut, dass eben auch hier nochmal so ein Pfosten rausgeht, den man in die Oberleitung anbringen könnte. Nur das Problem ist, der Draht hat ein zu hohes Eigengewicht, der reißt hier alles zusammen. Und ja, ich muss mal schauen, ob ich dann nicht doch eher irgendwas Schnuriges nehme, was nicht so viel Eigengewicht hat, um eben hier das zu machen. Da muss ich mal schauen, ob das heute noch was wird, ob ich irgendwas finde, sonst muss ich noch irgendwas besorgen, bestellen etc. Deshalb ist das Projekt Oberleitung gerade jetzt ein bisschen nach hinten gerückt.
Deswegen habt ihr auch gerade im Speedbild gesehen, wie ich hier vorne weitergearbeitet habe an der Verkleidung des Tisches und habe hier drüben rechts vom Kanal und hier runter die Verbindung geschaffen zu unserer ersten Ebene des Untergrunds und hier wirklich einiges an Steinen reinfließen lassen. Und das Ganze zeigt sich doch ganz gut. Es verdeckt jetzt sehr schön den Holztisch, den Balken hier. Und ich finde, es macht gleich wieder einen ganz großen Unterschied, wenn man hier jetzt wieder so eine kleine Lücke geschlossen hat. Was man aber auch sieht, ist, dass hier ein bisschen Spannung auf dem Ganzen ist. Ihr seht hier so eine ganz kleine Lücke, habt vielleicht auch im Speedbild gesehen, ich weiß es gerade nicht, ob man es gesehen hat, dass es immer so wieder so ein bisschen aufgeklafft ist. Das liegt einfach daran, dass hier wirklich ein bisschen Spannung drin ist. Ich muss mal schauen, woran das liegt. Es könnte daran liegen, dass der Tisch hier unten nicht die 100%ige Höhe hat, die er haben müsste. Also dieses Brett, das hier unten reingezogen wird, deshalb alles ein bisschen schräger ist, als es sein müsste oder sollte. Auf jeden Fall haben wir hier einiges geschafft. Ich schaue mal, ob wir jetzt in diesem Update noch irgendwas als Ersatz schaffen anstatt der Oberleitung, denn ich würde gerne noch irgendwas machen, um hier das ganze Projekt ein bisschen voranzubringen. Zurück zum Thema Oberleitung habe ich ein paar Sachen ausprobiert und ich habe dann durch Zufall eine von diesen sehr, sehr langen schwarzen Lego-Leinen gefunden und die passt tatsächlich relativ gut hier rein, wenn man diesen Pfosten, also diese Laterne als einen Pfosten nimmt und den Pfosten hier ein bisschen versetzt an die Stelle, dann kommt es von der Entfernung sehr gut hin, dass man hier das spannen kann. Das ist also wirklich eine reine Lego-Lösung, was natürlich noch besser ist als alles andere. Und dadurch, dass das hier vorne jetzt nochmal hier drauf gebaut ist mit diesen grauen Steinchen, diesen Round Plates, die ein Loch in der Mitte haben, damit ich überhaupt da vorne das draufklippen kann, haben wir jetzt auch noch ein bisschen mehr Details hier an dem Ganzen. Und die Entfernung stimmt jetzt auch super. Guck mal, es ist nicht ganz in der Mitte, aber muss es ja auch gar nicht. Und dadurch haben wir dann das Thema Oberleitung rein theoretisch einen Weg gefunden, wie wir es weiter spannen können, zumindest hier bei der Straßenbahn. Wie das bei der Eisenbahn mal sein wird, weiß ich noch nicht, aber da könnten wir rein theoretisch eine reine Lego-Lösung machen. Ich finde es eigentlich ganz okay so und vor allem da es auch eine reine Lego-Lösung ist. Ihr könnt gerne dazu schreiben, was ihr denkt in die Kommentare. Ich gehe mal hier hin. Dann sehen wir das nochmal ein bisschen. Ist halt natürlich ein bisschen krakelig, weil es nicht sehr super gespannt ist, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz okay trotzdem. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass das Ganze jetzt hier weiter nach hinten gespannt wird, dann hier um die Kurve geht. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen, wenn wir die reine Lego-Lösung machen wollen, weil wir natürlich dann an die Abstände dieser Schnüre gebunden sind, beziehungsweise man könnte sie auch rein theoretisch durchschneiden und zu einer richtigen Entfernung wieder zusammenknoten. Aber das wäre ja ganz böse und ich darf hier auch Baseplates nicht schneiden, da kriege ich auch immer Ärger. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das eine Idee ist für die Oberleitung, zumindest für die Straßenbahn, die euch gefallen würde. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben ein bisschen was geschafft. Ich habe sehr, sehr viel Zeit hier reingesteckt, um das Thema Oberleitung irgendwie anzufangen. Weiter bin ich noch nicht gekommen, weil ich müsste mir natürlich weitere von diesen hier kaufen, damit wir hier weiterbauen können. Und wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten haben wir hier unten noch ein bisschen was geschafft. Wir haben verkleidet und hinten am Bahnhof, am Bahnsteig sind wir weitergekommen. Also denke ich doch ein bisschen was geschafft heute. Und ansonsten sage ich noch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Bald gibt es das nächste Update und ich sage noch Tschüss.